Malaysia erlebt ein spektakuläres Comeback als Top-Ziel für Auswanderer. Sein neu gestaltetes My Second Home-Programm zieht Tausende an und generiert Millionen an Investitionen. In diesem Video zeigen wir dir, was hinter dem Erfolg steckt und warum Malaysia das perfekte zweite Zuhause sein könnte. Die Geschichte des Malaysia My Second Home Programms, kurz MM2H, ist eine echte Comeback-Story. Um zu verstehen, warum die Wiederbelebung so eine große Sache ist, stell dir kurz das Land vor. Hochmoderne Wolkenkratzer wie die Petronas Towers ragen aus dem üppigen Grün tropischer Regenwälder empor. Die Aromen der chinesischen, indischen und malaiischen Küche verschmelzen in den Gassen pulsierender Städte wie Georgetown in Penang, einem UNESCO-Weltkulturerbe. Malaysia ist ein Schmelztiegel der Kulturen, ein Zentrum für Stabilität und Wachstum und seit Jahrzehnten ein Favorit für Auswanderer, Rentner und digitale Nomaden. Genau deshalb war das MM2H-Programm über Jahre eines der beliebtesten Langzeitvisa-Programme der Welt, bekannt für seine Einfachheit und Zugänglichkeit. Doch im Jahr 2021 änderte die Regierung plötzlich die Regeln. Die Anforderungen wurden so drastisch erhöht, dass die Antragszahlen einbrachen. Die erforderliche Festgeldanlage wurde verzehnfacht und ein hohes monatliches Offshore-Einkommen musste nachgewiesen werden. Das Resultat: zwischen 2021 und 2023 erhielten nur noch 1.900 Antragsteller eine Genehmigung. Die Expat-Community war schockiert und Malaysia verlor seinen Status als Top-Ziel. Doch dann kam der Wendepunkt. Im Juni 2024 zog die Regierung die Notbremse und reformierte das Programm von Grund auf. Das Ziel: Malaysia wieder an die Spitze der Destinationen für Auswanderer zu bringen. Und der Erfolg ist überwältigend. In weniger als einem Jahr nach der Reform wurden bereits fast 1.300 Anträge genehmigt. Noch beeindruckender sind die wirtschaftlichen Kennzahlen. Das neue MM2H hat in dieser kurzen Zeit Investitionen in Höhe von fast 200 Millionen Euro ins Land gespült. Dieses Kapital floss in Festgeldanlagen, Immobilienkäufe und Bearbeitungsgebühren und hat der Wirtschaft einen spürbaren Schub verliehen, ein Anstieg von 84% allein seit Dezember 2024. Was auch hat sich geändert? Die größte Neuerung ist ein flexibles, dreistufiges System: Platin, Gold und Silber. Diese Struktur ermöglicht es Bewerbern, einen Weg zu wählen, der zu ihren finanziellen Möglichkeiten passt. Die Silberstufe ist der zugänglichste Weg. Sie erfordert eine Festgeldanlage von ca. 100.000 Euro und der Kauf einer Immobilie im Wert von mindestens 120.000 Euro. Für Gold sind es 400.000 Euro als Festgeld und eine Immobilie im Wert von mindestens 200.000 Euro. Die Platinstufe, die den Weg zu einer dauerhaften Aufenthaltsgenehmigung ebnen kann, erfordert eine Festgeldanlage von 1 Million Euro und eine Immobilie für mindestens 400.000 Euro. 50% der Festgeldanlage kann für den Immobilienkauf verwendet werden. Diese Staffelung, kombiniert mit der Abschaffung der strengen Einkommensnachweise, hat das Programm wiederbelebt. Ein weiterer entscheidender Vorteil, den die Expertin Hannah Ma hervorhebt: Man kann bis zu 3 Generationen, also Eltern, Kinder und sogar Großeltern, unter einem einzigen Visum vereinen. In einer Zeit, in der viele Länder ihre Einwanderungsregeln verschärfen, geht Malaysia den entgegengesetzten Weg. Es öffnet seine Türen und macht es einfacher denn je, sich dort niederzulassen. Ein attraktives Visum ist das eine. Aber was macht das Leben in Malaysia selbst so begehrenswert? Es ist eine unschlagbare Kombination aus finanziellen Vorteilen und einem fantastischen Lebensstil. Beginnen wir mit dem Geld. Der wohl größte Anziehungspunkt sind die extrem niedrigen Lebenshaltungskosten. Dein Geld ist hier einfach mehr wert. Eine geräumige 3-Zimmer-Wohnung in einem modernen Komplex mit Pool und Fitnessstudio in Kuala Lumpur kostet oft weniger als 800 Euro pro Monat. Eine komplette köstliche Mahlzeit in einem der berühmten Hawker Center bekommst du für 3 bis 4 Euro. Diese Erschwinglichkeit ermöglicht einen Lebensstandard, der in Europa ein Vielfaches kosten würde. Doch der entscheidende finanzielle Vorteil, der Malaysia derzeit von seinen Konkurrenten abhebt,
ist die Steuersituation. Malaysia hat ein territoriales Steuersystem. Das bedeutet im Klartext, jedes Einkommen, das du aus dem Ausland beziehst, sei es Rente, Dividenden oder Einkünfte aus selbstständiger Arbeit, die nicht in Malaysia erbracht wird, ist in Malaysia steuerfrei. Und es wird noch besser, dank einer Sonderregelung kannst du dieses ausländische Einkommen bis Ende 2036 sogar steuerfrei nach Malaysia überweisen, um deine Lebenshaltungskosten zu decken. Dieser Punkt ist ein absoluter Gamechanger, besonders im direkten Vergleich zu Thailand. Dort sorgte eine Gesetzesänderung im Jahr 2024 für große Unsicherheit in der Expat-Community. Thailand besteuert nun ausländisches Einkommen, sobald es ins Land gebracht wird. Während Thailand auch die Steuerschraube anzieht, positioniert sich Malaysia als eine der steuerlich attraktivsten Oasen für Ausländer in ganz Asien. Für die meisten Bewerber ist genau das der ausschlaggebende Punkt. Aber das Leben ist mehr als nur Geld. Die Lebensqualität und die einzigartige Kultur sind Weltklasse. Malaysia ist ein wahrer Schmelztiegel. Stell dir vor, du startest den Tag mit einem Roti Canai, isst mittags ein würziges Nasi Lemak und genießt abends ein südindisches Bananenblatt Curry. Die kulinarische Szene ist phänomenal. Ein riesiger Vorteil, der die Integration enorm erleichtert. Englisch ist eine der Amtssprachen und wird von fast jedem gesprochen. Du musst nicht sofort Malaiisch lernen, um dich im Alltag zurechtzufinden. Dazu kommt die atemberaubende Natur. Von den weißen Sandstränden auf Langkawi über die uralten Regenwälder in Taman Negara bis zu den Orang-Utans auf Borneo, die Vielfalt ist unglaublich. Gleichzeitig ist die Infrastruktur erstklassig. Malaysia ist ein weltweit führendes Ziel für Medizintourismus mit hochmodernen privaten Krankenhäusern zu erschwinglichen Preisen. Das Internet ist schnell und der Flughafen in Kuala Lumpur ist ein Drehkreuz, das dich günstig mit der ganzen Welt verbindet. Vergleicht man das MM2H-Programm mit anderen Optionen in der Region, wird sein Wettbewerbsvorteil noch deutlicher. Thailand zum Beispiel bietet das beliebte Elite-Visum, das je nach Dauer zwischen 25.000 und 60.000 US-Dollar kostet. Dies ist jedoch eine hohe Vorauszahlung, ohne Investitionscharakter und, wie erwähnt, mit einem neuen, strengeren Steuersystem. Indonesiens Second Home Visum verlangt ebenfalls eine sehr hohe Festgeldanlage. Hier glänzt Malaysias neuer, gestufter Ansatz. Besonders die Silberstufe schafft eine perfekte Balance aus einer vernünftigen Investition und dem Erwerb von Eigentum, ergänzt durch eine unschlagbare Steuersituation. Es öffnet die Tür für eine viel größere Gruppe von Menschen und zeigt, dass Malaysia verstanden hat, wie man im globalen Wettbewerb um Talente und Kapital intelligent agiert. Zusammenfassend lässt sich sagen, Malaysia ist zurück auf der Landkarte und zwar stärker und attraktiver als je zuvor. Das neu gestaltete 2200-Programm hat sich als voller Erfolg erwiesen. Die intelligente Kombination aus einem zugänglichen Visum, einer unschlagbaren Steuersituation, niedrigen Lebenshaltungskosten und einer hohen Lebensqualität macht Malaysia zu einem Top-Kandidaten für jeden, der von einem zweiten Zuhause im Paradies träumt. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.